Hallo, hier ist Sarah Schmid. In diesem Video soll es darum gehen, was Geburt eigentlich ist. Und was das mit der Magnolienblüte hier hinter mir zu tun hat, das erfahrt ihr auch gleich. Also, was ist Geburt? Geburt ist die gefährlichste Stunde im Leben eines Menschen, werden Geburtshelfer zitiert. Oder auch kann man in den Zeitungen lesen, wer haftet für das Risiko Geburt? Und wenn man Frauen zuhört, dann scheint es ja gewöhnlich zu sein, dass die Frau oder das Baby bei der Geburt gestorben wären, wenn sie nicht im Krankenhaus gewesen wären. Und früher wurde sowieso ganz viel gestorben bei der Geburt. Also lässt das doch nur einen Schluss zu, ne? Geburt ist hochgefährlich und die maximale Überwachung ist das Einzige, was diesen Ritt am Abgrund halbwegs sicher macht. Und die Hausgeburtsmütter, die so von glücklichen Geburten erzählen, die waren alle sehr mutig und hatten Glück, oder? Hausgeburtshebammen halten dagegen, dass die Geburt ein natürlicher Vorgang ist, der grundsätzlich keiner medizinischen Hilfsmittel bedarf. Und da fällt dann auch der Satz, jede Geburt ist ein Wunder. Die Geburt ein Wunder. Irgendwie spürt man im Hintergrund doch irgendwie die Angst vor diesem Wunder, oder? Und die Mehrheit der Schwangeren bekommt heute sowieso das Stempel Risikoschwanger und dann kann doch die Geburt auch nur noch ein Risiko sein, oder? Und wie kann ein Geburtshelfer überhaupt die Geburt als Wunder vermitteln, wenn Geburt für ihn vor allem ein Haftungsproblem ist heutzutage? Ja, aber was ist Geburt nun? Ein Risiko? Ein Wunder? Die gefährlichste Stunde? Was völlig Natürliches? Und wer hat jetzt recht? Haben alle ein bisschen recht? Oder wie ist das nun? Also, klar ist, glaube ich, für alle, Geburt ist ein komplexer, natürlicher Prozess. Ne? Den hat kein Mensch erfunden, den kann kein Mensch nachbauen und den gibt es schon immer, solange wie es Menschen gibt. Komplexe, natürliche Prozesse gibt es einige, nicht nur die Geburt. Und vielleicht kann man Geburt ja besser verstehen, wenn man sich anschaut, was es noch für komplexe, natürliche Prozesse gibt. Also, was sind weitere komplexe, natürliche Prozesse? Das Lernen, damit meine ich das ursprüngliche Lernen, also nicht das institutionalisierte Lernen mit Lernplänen und Stundenplänen, sondern das ursprüngliche Lernen, also Laufen lernen, Sprechen lernen, die Sachen, die man keinem Kind beibringt, die es trotzdem lernt. Oder auch Wachsen. Wachsen ist auch so ein komplexer, natürlicher Vorgang, ist übrigens ein typisches Merkmal aller Lebewesen. Genauso auch wie die Nahrungsaufnahme oder die Ausscheidung, wie das Atmen und wie die Fortpflanzung. Und bei Menschen gehört halt die Geburt zur Fortpflanzung. Ist auch allen klar eigentlich. Weiterer natürlicher Prozess, der recht komplex ist, ist auch das Kranksein und Gesundwerden in seiner Ursprungsform, wenn man sich anguckt. Und weitere komplexe natürliche Prozesse könnte man auch das Wettergeschehen dazu rechnen und die Entstehung von Tag und Nacht und die Jahreszeiten. Ja, also wie ihr schon seht, kann man da ein paar Gemeinsamkeiten finden zwischen diesen Prozessen. Wie ich schon sagte, ne, das hat kein Mensch erfunden und das kann man auch nicht einfach so mal nachbasteln im Labor. Da tun sich die schlauesten Wissenschaftler schwer. Und diese Dinge geschehen einfach und ohne bewusste menschliche Anstrengung. Der nächste Atemzug, die nächste Wehe, das passiert einfach, ohne dass ich mich bewusst dafür anstrengen muss. Ja, dann typischerweise sind solche Prozesse gutartige Prozesse. Also die sind darauf ausgelegt, das Leben zu erhalten und zu fördern.
Und sie laufen am besten ab, wenn der Betreffende, das Individuum, möglichst sich bei robuster Gesundheit befindet. Also eine robuste Grundverfassung, da ist eine gute Chance, dass diese Prozesse reibungslos ablaufen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine mickrige Pflanze habe, die irgendwie nicht aus dem Knick kommt, die wird schneller krank und stirbt auch schneller. Da habe ich Schwierigkeiten, dass die überhaupt blüht, dass die Früchte bringt. Das wird nicht so richtig was. Ein Mensch mit einem schwachen Immunsystem, der stirbt auch mal an einer ziemlich banalen Infektion, an der Grippe, bei alten Menschen zum Beispiel. Und auch wenn eine Frau nicht ganz gesund ist, gibt es mehr Komplikationen in der Schwangerschaft. Das ist auch alles hinreichend bekannt. Was auch diese Prozesse gemeinsam haben, ist, dass sie zuverlässig und sicher ablaufen, wenn es einen geschützten, nährenden Rahmen gibt. Also zum Beispiel eine Pflanze wächst nur gut, wenn sie in guter Erde steht. Und dann wächst die problemlos. Aber wenn es diesen schützenden Rahmen, diese nährende Substanz der Erde und Wasser und Licht und Sonne, wenn es das nicht gibt, da kann man es vergessen, dann wächst auch nichts. Und das wundert auch niemanden. Genauso ist es bei der Geburt. Wenn da der schützende Rahmen fehlt, wenn man die Frau rausreißt aus ihrem natürlichen Umfeld, sie ist im Krankenhaus, in einer ungewohnten Umgebung, die ihr Angst macht, sie wird ausgefragt, von fremden Leuten vaginal untersucht, am besten jederzeit. Sie wird rumkommandiert, was sie zu tun, zu lassen hat. Es wird über ihren Kopf wegentschieden. Es ist kein schützendes Umfeld, was den natürlichen Prozess Geburt fördert. Braucht man sich dann auch nicht zu wundern, dass es nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Ja, aber unter guten Rahmenbedingungen laufen diese Prozesse alle sehr zuverlässig und quasi von selber. Milliarden Menschen und Tiere werden jeden Tag geboren, verdauen jeden Tag, machen ihr Häufchen, atmen. Milliarden Pflanzen wachsen und blühen und tragen Früchte. Und obwohl wir es nicht steuern können, sorgt die Natur doch dafür, dass immer Frühling wird, jetzt wieder die Sonne jeden Tag scheint, dass es regnet und was auf den Feldern wächst, dass wir leben können davon. Das passiert einfach so, ohne dass es dahinter einen ganzen Schwarm Menschen gibt, die das immer am Laufen halten. Ja, da kann man sich fragen, warum der moderne Mensch gerade so viele Probleme hat mit der Geburt, ne? Offenbar ja doch, weil er die Regeln missachtet, die für den natürlichen Prozess, der die Geburt ja ist, gilt. Der Mensch meint nämlich gern, dass er es besser weiß und besser kann als die Natur. Und er versucht natürlich aus lauter Ungeduld und Angst und auch Selbstüberschätzung diesen natürlichen Vorgang künstlich zu kontrollieren und zu lenken. Und plötzlich wird dann aus einer Sache, die eigentlich in den meisten Fällen mit Leichtigkeit läuft, was ziemlich kompliziert ist. Und es passiert oft nicht so, wie der Mensch sich das geplant hat. Weil das, was den heutigen Menschen so unruhig macht, ist, dass natürliche, komplexe Prozesse eben sich der menschlichen Kontrolle entziehen. Da ist hier mein Beispiel, die Magnolienblüte. Ne? Vor wenigen Tagen sah das hier noch so aus. Aber dank hunderten Magnolienblütenexperten, die hier jedes Jahr Überstunden schuften, um die Zeit haben wir dieses Jahr wieder eine prächtige Magnolienblüte. Was würden wir nur ohne die Experten tun, die hier jede einzelne Blüte sorgfältig zum Aufblühen bringen? In mühevoller Kleinarbeit muss man muss echt vorsichtig sein dabei, sonst macht man die Blüte kaputt. Das ist Quatsch, oder? Das passiert von ganz alleine. Und da kann sich kein Mensch dafür loben, dass er das so toll hingekriegt hätte. Und wenn ich anfangen würde, hier nachzuhelfen, hier welche Blättchen und die Hüllen von den Knospen abfriemeln würde, dann würde das bestimmt nicht besser werden. Und welcher Experte kann sich dafür loben, dass ein Mensch im Mutterleib heranwächst? Wie viele Ultraschalluntersuchungen und Vorsorgen sind nötig, dass das alles so wächst, wie es soll? Geschieht von allein, oder? Ist hoffentlich allen noch klar heutzutage. Und wenn man da anfängt, dann nachzuhelfen, wird es auch selten besser. Ja, wenn Geburt als natürlicher Prozess so einfach und unkompliziert ablaufen kann,
warum nehmen dann unsere Geburtshelfer die Geburt als die gefährlichste Stunde im Leben eines Menschen und als Risiko wahr? Offenbar verstehen sie natürliche Prozesse einfach nicht. Also meistens sind das so die Landwirte, die Geburt besser verstehen, weil die täglich mit solchen Prozessen zu tun haben und damit arbeiten müssen. Im Medizinstudium lernt man aber nichts darüber. Und Ärzte werden ja für die Behandlung krankhafter Vorgänge ausgebildet, die der Körper nicht selber in den Griff kriegt. Ist also eigentlich was ganz anderes. Und Geburt passt da eigentlich überhaupt nicht rein. Aber da die Ärzte nicht wissen, wie sie mit solchen natürlichen Prozessen umgehen müssen, behandeln sie Geburt einfach so wie das, was sie gelernt haben, nämlich als Krankheit. Und wie sie andere Krankheiten behandeln, behandeln sie Geburt auch. Also mit Blutuntersuchungen, mit Medikamenten, mit einem festgelegten Schema und Ablauf, zeitlichen Ablauf vor allem und von außen geübter Kontrolle. Also man muss genau wissen, wann was passiert. Da Geburt aber ein Prozess ist, der sich der vollständigen Kontrolle entzieht, macht es dem Mediziner natürlich große Angst. Ne? Und wenn man vor was Angst hat, dass irgendwas Schlimmes passiert, dann greift man natürlich schneller ein. Dann versucht man schneller, das zu verhindern. Bei kleinsten Anzeichen, wenn man denkt, da stimmt was nicht. Und in der Folge wird natürlich der natürliche Ablauf gestört. Ne? Was kommt denn dann? Muss noch mehr eingegriffen werden. Und das bestätigt dann dem Arzt natürlich, dass Geburt ganz gefährlich ist. Es ist noch nicht so lange her, dass Geburt tatsächlich gefährlich war. Vor 100 Jahren, 200 Jahren, da waren viele Frauen einfach mangelernährt. Es gab kein sauberes Trinkwasser. Die Leute hatten Hunger. Es herrschten Kriege, alle paar Jahre mal. Armut kam dazu. Ich habe Berichte gelesen, da haben die Hebammen den Müttern, die frisch geboren haben, Essen und Bettwäsche nach Hause gebracht, weil es selbst sowas Banales nicht gab. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn dann die Mütter- und Säuglingssterblichkeit so hoch war. Weil dann ist einfach nicht alles gegeben, was diesen natürlichen Prozess Geburt sicher macht. Also da fehlt einfach der geschützte, nährende Rahmen und da fehlt auch die gesunde, robuste Grundverfassung, dass das gut ablaufen kann. Und in vielen Ländern ist es ja heute auch noch so, ne? Krieg, Armut, Säuglingssterblichkeit, Müttersterblichkeit hoch. Und dann hat man natürlich auch Angst, dass man bei der Geburt stirbt und dass das Baby stirbt. Und heute soll dann gerne die Sterblichkeit in der dritten Welt oder früher dazu herhalten, um zu zeigen, wie wichtig die Medizin ist für eine sichere Geburt. Aber warum tatsächlich dann gestorben wurde und wird selten reflektiert. Weil Angst halt auch nicht nach dem Warum fragt, sondern wenn man Angst hat, ist nur hau ab und bring dich in Sicherheit. Dagegen sind die Rahmenbedingungen heute viel besser. Also Geburt als natürlicher Prozess ist heute eigentlich für uns alle in der westlichen Welt so sicher wie nie. Was können wir also tun? Ärzte raus aus dem Geburtszimmer. Problem ist, dass auch die Hebammen in der Klinik halt ausgebildet werden mit diesem Risikodenken und der Angst im Nacken. Nur wenige Hebammen, auch Hausgeburtshebammen, kommen aus diesem Denken raus. Dazu kommen natürlich dann noch die ganzen Vorschriften, was sie alles nicht dürfen und was die Versicherung nicht abdeckt. Ist also ganz viel Angst im Spiel trotzdem. Ja, also lieber alle eine Alleingeburt und nur ins Krankenhaus, wenn tatsächlich irgendwas nicht richtig läuft. Ich persönlich finde das ja gar keine so schlechte Lösung. Dann könnten die Ärzte nämlich sich weiter darum kümmern, was sie können, nämlich um Verläufe, wo tatsächlich Hilfe nötig ist. Und die Mehrheit der Frauen würde dann ungestört ihre Kinder bekommen, idealerweise, wenn sie das wünschen, mit einer gut ausgebildeten Hebamme oder einer geburtserfahrenen Mutter. Ja, aber für diese Lösung ist, glaube ich, aktuell noch das Misstrauen in den Geburtsprozess zu groß. Also man vertraut eher der Medizin, als dass dieser natürliche, jahrtausendealte Prozess einfach gut ablaufen wird, weil eben auch einfach das Verständnis in diese Prozesse fehlt. Das Verständnis, die Zusammenhänge für natürliche Prozesse
ist in unserer Gesellschaft kaum vorhanden oder wird einfach ignoriert. Also vieles weiß man ja eigentlich, wenn man einfach nur die Natur beobachtet, aber es wird trotzdem irgendwie ignoriert. Ja, lieber versucht man mit einem Aufgebot an Technik der wilden Natur mit aller Gewalt Herr zu werden. Und die zweifelhafte Erfolgsquote sind über 30% Kaiserschnitte bei uns und über 95% Interventionen bei den Geburten. Die dahinterstehenden traumatischen Erlebnisse formen unsere kollektive Neurose im Umgang mit Geburt, kann man so sagen. Aber wenn man Geburt als natürlichen Prozess versteht, dann sind die Interventionsraten, die wir heute haben, die muten völlig absurd an. Und genauso auch der Spruch, Geburt ist die gefährlichste Stunde im Leben eines Menschen. Ich werde dann oft gefragt, ob ich es verantworten kann, euch zu erzählen, wie schön und einfach eine Alleingeburt sein kann. Und dazu kann ich aus ganzem Herzen Ja sagen, denn ich weiß, dass schöne Geburten die Norm sein können. Es wird immer Fälle geben, wo es Ärzte braucht und auch einen Kaiserschnitt, aber nur in einem kleinen Prozentsatz. Die Mehrheit, die kann einfach schöne Geburten erleben. Und nur dann, wenn wir Geburt wieder als das verstehen, was Geburt ist. Und wenn wir Geburt vertrauen lernen als das, was es ist, nämlich als einen natürlichen, komplexen Prozess, der am besten unter den Bedingungen abläuft, unter denen solche Prozesse eben gut ablaufen. So wie auch der Frühling oder das Aufblühen unseres Magnolienbaums.